Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zur aktuell wahrscheinlich meistgehyptesten Kamera der Welt, und zwar der Fujifilm X106. Ich habe die Kamera gekauft, also ich habe sie nicht geliehen bekommen oder sowas. Ich habe sie direkt gekauft, und da geht erstmal ein großer Dank an fotoprofi.de, welche mir das ermöglicht haben, die Kamera direkt am Release-Tag zu bekommen. Da gab es eine Warteliste, und die ist auch gar nicht mal so klein. Und ja, da war ich ganz vorne mit dabei und habe die Kamera deshalb bekommen. Deswegen nochmal vielen Dank dafür an fotoprofi.de. Ich wollte eigentlich schon die Version 5, also die X100 V. Die war, wie bekannt, ja überall ausverkauft, und die gab es eigentlich nirgends zu bekommen. Also da waren die Wartelisten ja genauso groß. Man konnte nicht genau sagen, wann es da mal was geben soll oder ob man überhaupt mal noch was kriegt. Ja, die Chancen waren sehr gering, da eine zu bekommen, und auch die Gebrauchtpreise lagen deutlich über den Neupreisen der Kamera. Deswegen ist es auch keine Version 5 bei mir geworden. Alternativ wäre natürlich die Leica Q3 was Cooles gewesen. Da habe ich ja ein Video dazu gemacht. Ich verlinke euch das mal hier oben. Aber da war es einfach so, die Kamera ist schon wirklich teuer, und ob sich das da für mich lohnt, da war ich mir dann doch auch nicht so sicher. Als sich dann die Gerüchte für die Mark 6, also die Version 6, angekündigt haben, bin ich direkt zu Fotoprofi gegangen und habe gesagt, ich würde da gerne ganz oben auf der Warteliste stehen, einfach damit ich eine Kamera bekomme, weil mir war schon klar, dass der Hype mit der Kamera wahrscheinlich nicht auslässt und da auch wieder die Wartezeiten relativ lang werden. Und aktuell, wenn man sich so umhört, ist es auch so. Also Fuji kann da wohl 15.000 Stück im Monat produzieren und hat über 500.000, 600.000 Vorbestellungen. Also ich gehe davon aus, wenn ihr jetzt eine Kamera haben wollt, stellt euch auf eine Wartezeit drauf ein. Aber wie auch immer, ich habe die Kamera jetzt bekommen und konnte sie schon eine ganze Zeit lang schön testen. Deswegen möchte ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen die Vor- und Nachteile der Kamera nahelegen. Weil die Kamera ist toll, hat aber einige Nachteile, die ihr beachten solltet. Natürlich hat sie auch Vorteile, und das stelle ich euch jetzt einfach mal ein bisschen gegenüber. Und als erstes kommen wir jetzt einfach mal zum Gehäuse und der Verarbeitung der Kamera. Und die Verarbeitung und auch die Materialien, die Wertigkeit ist schon wirklich sehr hoch. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Qualität bzw. Verarbeitung, Haptik ist ein gutes Stück besser als bei Sony und Canon bei ihren spiegellosen Kameras. Auf einem Niveau von der Leica ist es nicht ganz. Also zur Leica, die fühlt sich doch noch mal ein bisschen anders an, aber hier ist die Verarbeitung schon wirklich sehr hoch. Ihr habt hier Metall verarbeitet, das ist richtig toll anzufassen. Es ist haptisch sehr toll. Klar, die Kamera wiegt auch ein bisschen was. Das liegt natürlich an den verarbeiteten Materialien, und ihr müsst da aufpassen, wenn es wirklich kalt draußen ist. Das Metall wird dann natürlich auch kalt, aber es bringt natürlich auch ein paar Vorteile, wie zum Beispiel die Wärmeabgabe an die Kamera. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, wenn ihr die schwarze Version davon habt, dass die im Sommer, wenn die irgendwo in der Sonne liegt, sich ziemlich aufheizt. Also da müsst ihr vielleicht auch so ein bisschen gucken. Ansonsten kann man da wirklich nicht meckern, und wie gesagt, ein richtig hohes Niveau. Die Verarbeitung von den Knöpfen und den Rädern und so weiter, das ist wirklich schon sehr toll gemacht. Das Einzige, was ich festgestellt habe, hier die Kappe, wo die Verschlüsse drunter sind, also hier die ganzen Anschlüsse, die hat so ein ganz leichtes Spiel. Das ist aber wirklich nur ein ganz leichtes Spiel, das findet ihr bei anderen Kameras auch. Und das ist so eigentlich der einzige Punkt, wo mir so aufgefallen ist, dass man da vielleicht ein bisschen was spürt, wo eine Leica nicht mehr wackeln würde. Aber ansonsten, wie gesagt, richtig hohes Niveau. Und das Gehäuse bringt natürlich zusammen mit dem Objektiv auch eine richtig tolle Kompaktheit. Das heißt, ihr könnt die Kamera ohne Probleme hier in eure Jackentasche, in eure Tasche von Sweatshirts und so weiter packen. Das ist schon richtig toll, und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, weil ihr nehmt die Kamera dann, zumindest ist es bei mir so, ich nehme die Kamera einfach viel mehr mit. Und was bringt euch die tollste Kamera, wenn ihr die nicht mitbringt? Also, wie gesagt, der Punkt Kompaktheit geht hier natürlich auch an die Fuji, weil die wirklich sehr kompakt ist. Und ich denke, die Kompaktheit wird auch für viele einfach ein Thema sein, dass sie die Kamera wollen, eben weil sie überall gut reinpasst. Die Kompaktheit bietet aber auch ein paar Nachteile. Also, ihr seht es ja hier, ihr habt hier gar keinen richtigen Griff am Kamerabody. Das heißt, die Kamera liegt einfach nicht so gut in der Hand wie jetzt eine Sony oder eine Canon. Da müsst ihr einfach mit leben.
Ihr müsst da ein bisschen aufpassen, da kann es echt sein, ja, dass ihr die vielleicht mal fallen lasst oder so, wenn ihr da nicht richtig aufpasst. Das lässt sich natürlich mit einer Handschlaufe lösen. Da sind wir aber beim ersten Problem, Handschlaufen. Ihr habt hier die kleinen Metallösen und normalerweise, der Großteil wird ja diese Peak Design Anker verwenden. Die passen hier leider nicht durch, weil das Loch nicht groß genug ist. Jetzt ist es so, ihr könnt da Metallösen verwenden, da sind Metallösen dabei. Standardmäßig haben die auch so einen kleinen Lederschutz und der ist echt hochwertig, ist auch für den Originalgurt richtig toll. Nur mit den Ösen zusammen funktioniert es nicht so ganz richtig, weil das sieht dann ein bisschen komisch aus. Und dann habt ihr nur diese Metallösen und diese Metalldreiecke, die da mitgeliefert werden, ohne einen Schutz. Also da ist nicht mal ein kleiner Plastikschutz drumherum oder so. Und da müsst ihr natürlich dann aufpassen, dass ihr euch das Gehäuse nicht verkratzt, weil wenn ihr jetzt hier diese kleine Metallöse dran habt und das Ganze in die Tasche packt, kann das natürlich sein, dass es hier ein bisschen rumreibt. Da müsst ihr also ja, nach Alternativen gucken. Es gibt ja die Peak Design Anker V3, die sind ein bisschen dünner. Die hatten da wohl Probleme, dass da ein paar abgerissen sind. Nicht viele, aber ein paar eben. Deswegen haben sie dicker gemacht. Die würden hier aber durchpassen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch jede andere Art von Ösen hier verwenden. Ihr müsst einfach nur aufpassen, das ist hier alles Metall oder hier auch, dass ihr euch das da einfach nicht verkratzt. Ansonsten, wie gesagt, kompakt. Liegt nicht ganz so gut in der Hand, weil der Griff fehlt, aber es gibt ja auch viele Nachrüstsachen. Also ihr bekommt hier eine Bodenplatte, die könnt ihr hier montieren, dann habt ihr da einen Griff vorne dran. Ihr kriegt auch so eine Daumenstütze. Da gibt es also viele Hersteller, die da Zubehör dafür anbieten, wo sich das Ganze dann eben besser anfassen lässt. Es wird aber natürlich auch ein bisschen größer dadurch. Und dann kommen wir zu den Bedienungsrädchen am Gehäuse. Ihr habt hier mehrere Rädchen, die ihr verstellen könnt, wo ihr natürlich alle Einstellungen vornehmen könnt. Und das hat eben den Vorteil, ihr habt hier oben ein Rad für die Belichtungszeit. Darunter, wenn ihr das so hoch macht, könnt ihr dann die ISO-Empfindlichkeit einstellen. Dann habt ihr hier den Blendenring am Objektiv selber, wo ihr die Blende einstellen könnt. Ihr habt aber auch noch ein Zeigefingerrad hier vorne und ein Daumenrad, wo ihr auch noch Funktionen drauflegen könnt. Wenn ihr also ja, kein Freund von dem Bedienungsrad hier oben seid für die Verschlusszeit, dann könnt ihr hier einfach das Ganze auch auf das hintere Rad oder aufs vordere Rad legen und könnt es auch da bedienen. Da habt ihr also mehrere Möglichkeiten, die Kamera zu bedienen und könnt euch das so hin konfigurieren, wie es euch gefällt. Ein weiterer Vorteil bei Fuji ist ja, diese kleinen Zeigefinger- und Daumenräder lassen sich auch noch drücken. Das heißt, ihr könnt da auch noch eine weitere Funktion drauflegen. Und deswegen, die Kamera an sich hat gar nicht so viele Bedienelemente, also Tasten oder Knöpfe, lässt sich aber trotzdem so konfigurieren, dass ihr die richtig toll verwenden könnt. Das Einzige, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ihr habt hier am Objektiv ja diesen Blendenring, wo ihr die Blende verstellen könnt. Und der ist meiner Meinung nach ein bisschen zu nah hier am Gehäuse. Klar, die wollen das Ding kompakt halten, deswegen muss das alles sehr eng beieinander zusammengebaut werden. Es ist aber so, wenn ihr das hier genau anguckt, ihr habt hier eigentlich zwei Punkte, wo ihr die Blende so verstellen könnt. Und wenn ihr das Ganze nicht so gewöhnt seid, also an anderen Objektiven habt ihr ja einen kompletten Ring, den ihr drehen könnt, dann ist es am Anfang und wenn ihr nicht immer dran gewöhnt seid, so ein bisschen eine Fummelei, hier die Punkte zu finden, um die Blende dann nachher einfach ohne zu sehen zu verstellen. Und ja, es ist halt der Kompaktheit geschuldet, aber meiner Meinung nach nicht ganz ideal gelöst. Das hätte vielleicht ein bisschen weiter vorne sein können. Und dann habt ihr hier vorne am Objektiv natürlich den Fokusring bzw. einen Ring, der sich belegen lässt. Also ihr habt hier nicht nur einen Fokusring, sondern gleichzeitig auch einen Steuerungsring. Das heißt, ihr könnt euch da auch Funktionen drauflegen, wenn ihr eben nicht manuell fokussieren wollt. Der ist nämlich elektronisch angebunden. Jetzt ist es so, eine elektronische Anbindung vom Fokusring ist ja einfach Focus by Wire. Das kann nie genau so, ich sag mal, genau und smooth funktionieren, wie wenn ihr jetzt eine mechanische Anbindung habt. Das ist hier aber relativ gut gelöst. Ihr könnt das Ganze auch im Menü einstellen, ob der linear oder nicht linear sein soll. Ihr habt aber im Endeffekt nie richtig das Gefühl, dass ihr eben einen mechanischen Fokusring habt. Dafür habt ihr, wie gesagt, die Steuerungsfunktion, also als Steuerungsring, wo ihr das Ganze einfach als Steuerungsring konfigurieren könnt und dann könnt ihr euch zum Beispiel den digitalen Konverter drauflegen. Der ist standardmäßig auch da drauf gelegt und das würde ich euch empfehlen, sofort zu ändern. Weil bei mir war es am Anfang so, ich habe mit der Kamera rumgespielt, war laufen und so weiter und habe mich gewundert, die Auflösung hat sich geändert, bis ich irgendwann gemerkt habe, ja, standardmäßig ist hier der Telekonverter drauf und das wird euch dann auch klein angezeigt. Wenn ihr aber am Anfang nicht direkt den Überblick habt,
dann kann das sein, dass ihr das einfach so ein bisschen überseht. Deswegen, ihr könnt die Funktion einfach ändern, entweder im Menü oder standardmäßig auch, wenn ihr hier vorne drauf drückt. Und dann könnt ihr da auswählen, was ihr machen wollt oder eben gar keine Funktion außer das manuelle Fokussieren drauflegen. Das Ganze ist also elektronisch angebunden. Es lässt sich aber trotzdem recht gut manuell damit fokussieren. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Ihr habt dann auch noch die Möglichkeit, ihr habt ja hier diesen optischen Sucher, den ihr auf elektronisch umschalten könnt. Ihr könnt im optischen Sucher den elektrischen Sucher noch so ein bisschen einfahren lassen, dass ihr beim manuellen Fokussieren so eine kleine Fokushilfe habt. Also das wird dann da vergrößert dargestellt. Ihr könnt euch dann noch Focus Peaking aktivieren und da lässt sich dann wirklich sehr gut manuell fokussieren. Ich bin aber insgesamt wirklich ein Freund vom Autofokus. Ich nutze das einfach sehr gern, weil das geht halt viel schneller oder wenn man es drauf hat, kann man natürlich auch manuell schnell fokussieren. Aber die Kamera hat einen relativ guten Autofokus. Da kommen wir gleich noch dazu und den nutze ich einfach sehr gern. Und dann kommen wir einfach kurz zum Sucher. Und zwar, ihr habt hier ja einen Hybrid-Sucher verbaut. Das heißt, ihr habt einen optischen Sucher, wo ihr einfach direkt durchgucken könnt und ihr seht das Bild so, wie es ist, ohne elektronische Helferlein und so weiter. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, einen elektronischen Sucher zu verwenden. Der fährt dann ins Bild rein und dann habt ihr einfach einen elektronischen Sucher, so wie es alle anderen spiegellosen Kameras auch bieten. Jetzt habt ihr natürlich den Vorteil, ein optischer Sucher ist gerade im Dunkeln natürlich von Vorteil, weil ihr normalerweise mehr seht. Ihr könnt zwar bei elektronischen Suchern immer so eine leichte Restlichtverstärkung und sowas aktivieren, damit ihr da einfach das Bild noch erkennt. Ihr habt aber dann immer ein Rauschen oder eine relativ schlechte Qualität da drin. Das habt ihr hier einfach nicht. Also optisch ist es schon sehr gut. Der elektronische Sucher dazu ist aber natürlich auch sehr gut, weil ihr könnt euch da so Sachen wie Focus Peaking und sowas aktivieren. Das hat dann ebenso den Vorteil. Natürlich habt ihr beim elektronischen Sucher dann auch noch den Vorteil, dass ihr einfach ein Live-View von eurem Bild habt. Also wenn ihr was an der Belichtung verstellt, dann seht ihr das direkt. Das habt ihr beim optischen Sucher so natürlich nicht. Ich finde es gut, dass es hier so gelöst ist, dass ihr da ein Hybrid habt, dass ihr das Display einfahren könnt. Aber auch wenn ihr den optischen verwendet, könnt ihr euch so ein bisschen den Bildrand und so weiter einblenden lassen, weil ihr habt hier einfach den Vorteil, ihr seht mehr von eurem Bild. Also wenn ihr durchschaut, habt ihr hier den Rand, welcher nachher das Bild darstellt und außen noch sehr viel mehr Platz, sodass ihr vielleicht Sachen seht, die ihr mit dem elektronischen Sucher außerhalb gar nicht erkennen würdet. Und so lässt sich natürlich noch ein bisschen besser das Bild komponieren. Also wie gesagt, der Sucher ist da schon sehr gut. Klar, die Auflösung könnte beim elektronischen Sucher immer ein bisschen höher sein, die ist aber echt ausreichend. Also da kann man sich nicht beschweren und auch die Refresh Rate, also die Bildwiederholrate ist da völlig in Ordnung, da lässt sich gut mitarbeiten und vor allem auf die Größe ist es wirklich perfekt gelöst. Und natürlich bietet euch die Kamera auch hinten ein Display. Das heißt, ihr habt hier ein relativ großes Display mit einer sehr guten Auflösung, einer guten Helligkeit und da lässt sich alles einfach sehr gut ablesen. Ihr könnt da eure Bilder natürlich auch darüber machen und eure Bilder nachher da auch bewerten. Es ist ein Klappbildschirm. Das heißt, ihr könnt den so ein bisschen nach oben klappen und auch so ein bisschen nach unten klappen. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich aber eigentlich mehr so der Freund von Flipscreen. Also dass ihr den Bildschirm auch nach vorne bringen könnt. Jetzt ist es so, die Funktion wird ja gern benutzt, um Selfies zu machen oder einfach um zu vloggen. Die Kamera hat mit 35 mm Brennweite auf Kleinbild gerechnet jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit, groß zu vloggen, weil ihr da einfach einen sehr kleinen Bildausschnitt dann habt. Aber der Bildschirm würde einfach für mich Sinn machen, wenn ihr im Hochformat von unten fotografieren wollt. Weil da habt ihr halt wirklich öfters das Problem, wenn ihr unten am Boden seid, dann spiegelt der Boden im Bildschirm oder sowas. Da wäre es halt schon schön, wenn man den auch noch so ein bisschen nach oben kippen könnte. Das geht natürlich nicht und man kann halt nicht alles haben. Aber das ist für mich einfach ein Abzug. Das wäre schöner gelöst, wenn man das Ganze noch einfach klappen könnte. Aber es gibt natürlich auch Leute, denen ist es so lieber. Eine Lösung wie eine A7R5, wo man das Ganze so klappen kann und dann auch noch schräg klappen kann und so, wäre natürlich die perfekte Lösung. Das braucht aber wieder mehr Platz und wird hier wahrscheinlich dann auch ein Platzproblem in der Kamera verursachen. Also der Bildschirm ist in Ordnung, Wiedergabe und so weiter, alles toll, nur eben die Klappfunktion hätte ein bisschen mehr bieten können. Ich habe auf dem Bildschirm dann auch direkt eine Schutzfolie aufgebracht. Das ist auch wirklich die einzige Kamera, wo ich eine Schutzfolie auf dem Display hinten drauf habe und das hat nur einen einfachen Grund. Ich benutze die Kamera einfach wirklich viel in der Tasche, entweder in der Jackentasche oder eben hier in der Tasche und da kann es eben sein, gerade bei einer Jacke, wenn ihr vielleicht einen Reißverschluss habt oder so, ich möchte nicht, dass das Display verkratzt.
Und da ist so eine dünne Schutzfolie einfach ideal. Die schützt euch das Display vor kleinen Kratzern. Klar, ihr solltet jetzt keine Schlüssel dazu in die Tasche legen, aber es bietet mir einfach eine kleine Sicherheit und deswegen bei der Kamera habe ich die Folie aufgebracht. Welche ich da verwendet habe, verlinke ich euch einfach mal unten. Dann könnt ihr euch das ja mal angucken. Vielleicht wollt ihr es ja auch so haben. Und dann kommen wir mal zur Akkulaufzeit. Die Akkulaufzeit von der Kamera ist in Ordnung. Also ihr könnt keine großen, langen Akkulaufzeiten wie bei den Sony FZ100 Akkus erwarten, aber es reicht, um durch den Tag zu kommen. Also so über den Tag gesehen mit 300-400 Bildern, wenn ihr die Kamera zwischendurch wieder ausschaltet, kommt ihr da gut durch. Es ist eben so, ihr müsst die Kamera wirklich ausschalten. Wenn ihr die anlasst und dann vielleicht sogar die automatische Abschaltung abschaltet, dann braucht die wirklich sehr viel Strom und dann ist der Akku deutlich schneller leer. Was ihr auch beachten müsst, ihr müsst den Bildstabilisator umschalten. Der ist nämlich standardmäßig auf eingeschalten und zwar die ganze Zeit, also dauerhaft. Sobald die Kamera an ist, stabilisiert der Bildstabi. Das solltet ihr wirklich deaktivieren, weil ansonsten habt ihr das Problem, der Akku wird da richtig schnell leer gesaugt. Und richtig schnell heißt, ich bin eine Dreiviertelstunde in der Mittagspause unterwegs und fotografiere mal hier und da und dann sind gleich mal 60% Akku weg. Und das ist schon sehr übel. Die Funktion ist standardmäßig aktiviert, also IBIS dauerhaft, und meiner Meinung nach ist das ein Punkt, den solltet ihr als erstes ändern, weil das ist wirklich eine riesen Auswirkung auf die Akkulaufzeit. Sobald ihr den Punkt deaktiviert habt, habt ihr da eine richtig gute Akkulaufzeit. Natürlich, zur Sicherheit ist ein zweiter Akku immer von Vorteil. Den könnt ihr kaufen. Ich glaube, der originale Fuji Akku kostet irgendwas um die 60 €, aber da haben ja Drittanbieter auch diverse Akkus im Angebot, die nicht wirklich schlechter sind. Auch da verlinke ich euch einfach mal ein paar unten in der Beschreibung. Im Videobereich sieht es da mit der Akkulaufzeit schon ganz anders aus. Also wenn ihr da 4K HQ aufnehmt, also 4K 30 Bilder in HQ, hoher Qualität, dann kommt ihr da auf ca. 45 Minuten Akkulaufzeit. Das ist also wirklich nicht viel. Ihr habt da nur den Vorteil, Nachteil. Die Kamera schaltet nach 35 Minuten ab, weil sie in die Übertemperaturabschaltung geht. Und das ist mit dem hochgesetzten Limit. Also da müsst ihr halt eben schauen, wenn ihr filmen wollt. Ihr habt eine gewisse Zeit, wo ihr filmen könnt. Und wenn ihr der Kamera dann auch 2-3 Minuten gebt, dann könnt ihr da nach der Übertemperaturabschaltung auch direkt wieder weiter loslegen. Der Akku macht es nur einfach nicht mit. Da ist nach 45 Minuten einfach Schluss. Und da solltet ihr dann entweder weitere Akkus haben oder das Ganze über USB-C powern. Geladen wird sie über USB-C. Ein Ladegerät ist da leider nicht dabei. Das ist natürlich ein bisschen schade. Bei dem Preis könnte man das schon erwarten. Aber leider ist es ja so, dass das andere Hersteller jetzt auch so machen und das ist wohl der neue Standard. Das ist natürlich ein bisschen schade. Andererseits gehe ich davon aus, dass jeder eigentlich, beziehungsweise fast jeder, ein USB-C-Ladegerät zu Hause hat. Wie gesagt, hier geht es über USB-C und wie schon erwähnt, geht das Ganze auch im Betrieb. Ihr könnt die Kamera über USB-C dann natürlich auch als Webcam verwenden. Da braucht ihr auch keine extra Treiber. Ihr steckt die einfach nur ein. Die wird über USB-C gepowert und lässt sich dann ganz normal auf eurem Windows- oder Mac-Rechner als Webcam nutzen. Ebenso bietet euch die Kamera einen Micro-HDMI-Anschluss. Das ist bei der Größe hier abzusehen, dass es wirklich nur ein Micro-HDMI-Anschluss ist, aber ja, besser als nichts. Das andere ist der Mikrofonanschluss. Ihr habt einen Mikrofonanschluss, das ist aber nur ein 2,5 mm Anschluss und da braucht ihr auf jeden Fall einen Adapter, um die üblichen Mikrofone anzuschließen. Das ist ein bisschen komisch, weil von der Größe her kann es eigentlich fast nicht sein. Da müsste auch ein 3,5 mm Anschluss hinpassen und ein Adapter ist auch nicht dabei. Also ihr müsst euch da auch einen Adapter dazu kaufen, wenn ihr ein Mikrofon verwenden wollt. Ich verlinke euch da unten in der Beschreibung ebenso mal einen Adapter, den ich verwende, der da ohne Probleme funktioniert. Und ebenso benötigt ihr einen Adapter, wenn ihr Filter verwenden wollt, weil standardmäßig hat die Kamera kein Filtergewinde. Da müsst ihr hier vorne den kleinen Ring abschrauben und dann könnt ihr da einen Adapter aufschrauben. Der bietet euch dann ein 49 mm Filtergewinde. Der ist aber auch standardmäßig nicht mit dabei, den müsst ihr extra kaufen. Ich glaube, der liegt irgendwo bei 29 € oder so. Ihr bekommt den Adapter aber auch in einem Kit mit einem Schutzfilter. Und das Ganze nennt sich dann Weather Resistance Kit oder irgendwie sowas. Und das dichtet euch die Kamera dann voll ab. Weil die Kamera an sich ist wohl abgedichtet, bietet euch da also einen gewissen Schutz gegen Staub und Wasser, nur eben vorne am Objektiv nicht. Es liegt natürlich auch daran, ihr habt hier so ein bisschen bewegliche Teile, da könnte das Wasser rein. Und mit diesem Weather Resistance Kit könnt ihr das Ganze also auch vorne abdichten und dann könnt ihr damit auch im Regen spazieren gehen. Bei dem Kit mit dem Filter, ich glaube, das liegt für
119 Euro, 120 Euro oder sowas, ist eben der Schutzfilter dabei und diesen Adapter, den ihr braucht, um Filter zu montieren. Ebenso braucht ihr eine Gegenlichtblende, wenn ihr öfters in Gegenlichtsituationen fotografiert. Das heißt, eine Gegenlichtblende ist hier auch nicht dabei. Jetzt könnt ihr die LHX100 Gegenlichtblende, die könnt ihr direkt bei Fuji oder auch bei eurem Händler eben kaufen. Die ist von Fuji und die bringt euch ebenso diesen Adapterring dazu. Also ihr braucht den Adapterring eigentlich für alles, für die Gegenlichtblende, für Filter, für die Abdichtung vom Gehäuse. Ist nicht mit dabei, ist natürlich vielleicht auch ein Größenthema, weil das Ganze vorne aufbaut. Bei dem Preis könnte man es vielleicht erwarten, dass der Adapterring noch mit dabei ist. Der ist aber natürlich aus Metall gefertigt und sehr hochwertig und alles lässt sich Fuji natürlich auch wieder gut bezahlen. Und wenn wir dann hier vorne gerade dabei sind, dann reden wir doch einfach mal kurz über das Objektiv. Ihr habt hier ein 23 mm Objektiv mit der Blende 2 angeschlossen bzw. eben fest verbaut. Jetzt kommt man mit den 23 mm über den Crop-Faktor vom Sensor auf 35 mm Kleinbild-Äquivalent und das ist für mich die perfekte Brennweite für so eine Kamera. Also 35 mm sind richtig gut, die gefallen mir sogar noch einen Tick besser als die 28 mm der Leica Q3. Also da haben sie wirklich alles richtig gemacht. Das funktioniert sehr gut. Klar, ihr habt eine Blende 2. Die ist jetzt von der Optik, vom Bokeh her und so weiter eben nicht wie eine Blende 2 am Vollformat, weil es eben nur ein Crop-Sensor ist. Mit Blende 2 bietet euch die Kamera da aber trotzdem Reserven im Lowlight. Also ihr könnt mit Blende 2 schon auch mal im Dunkeln fotografieren und kommt da immer noch auf eine relativ gute Verschlusszeit. Mit der ISO her sowieso. Also da ist schon was Tolles verbaut. Und natürlich, es geht immer Lichtstärke. Aber ihr müsst mal bedenken, schaut euch das mal an, das ist wirklich nicht viel Platz, was das Objektiv braucht und das ist eben der Vorteil. Die Kamera soll ja kompakt bleiben. Also meiner Meinung nach 35 mm Kleinbild, Äquivalent, Blende 2, alles richtig gemacht. Und dann kommen wir mal zur Bildqualität allgemein vom Sensor und von der kompletten Kamera. Ihr habt hier einen 40 Megapixel Sensor verbaut und der ist schon wirklich sehr gut. Also der bietet euch immer ausreichend Reserven, um auch mal ins Bild zu croppen. Das ist natürlich gar nicht mal so unwichtig, wenn man eben nur eine feste Brennweite von 35 mm hat. Da habt ihr mit 40 Megapixeln also schon ein bisschen Luft nach oben. Jetzt ist es natürlich so, 40 Megapixel auf einen Crop-Sensor, APS-C-Sensor. Da ist immer so ein bisschen ISO-Rauschen mit drin. Und ja, die Kamera hat ISO-Rauschen. Gerade im höheren Bereich kommt das natürlich immer so ein bisschen zum Vorschein. Da kann sie auf keinen Fall mit irgendeiner Vollformatkamera mithalten. Aber es ist auch nicht so schlimm, wie jetzt von vielen Leuten ja, behauptet wird oder von manchen Leuten. Sehr viele Leute verstehen das ja, dass einfach ein kleinerer Sensor mit vielen Megapixeln eben auch ein bisschen Rauschen mit sich bringt. Ihr habt hier wirklich ein sehr feines Rauschen drin. Und das heißt, ich verwende die Kamera ohne Probleme bis ISO 6400 und habe dann null Probleme mit dem ja, bisschen Rauschen, was da auftritt. Klar, wenn es ein bisschen dunkler wird, wird das Rauschen ein bisschen mehr. Es ist eben kein Vollformatsensor, aber es mindert den Spaß auf keine Weise. Also ich komme damit voll zurecht, ich bin damit auch voll zufrieden und es gibt zur Not ja immer noch Möglichkeiten, Lightroom mit seiner AI, Rauschunterdrückung und sowas. Zur Not könnt ihr da immer noch ein bisschen was drehen, aber ich habe jetzt hier noch nicht wirklich irgendwie das Bedürfnis gehabt, da irgendwie mal groß was zu entrauschen. Also ja, sie rauscht ein bisschen, nicht auf Vollformat-Niveau, aber es ist für das meiste einfach ausreichend. Und ihr habt ja auch einfach Bildprofile hier. Da wollt ihr ja vielleicht sogar für den Look ein bisschen Rauschen mit drin haben. Also alles gar nicht so schlimm. Die ISO ist jetzt bei Base ISO 125 und da ist dann sowieso alles super. Also wenn ihr am Tag fotografiert, da kann sich niemand groß beschweren. Ansonsten habt ihr, wie gesagt, eine richtig tolle Bildqualität und auch von den Kontrasten her und die Fuji-Farben und allgemein ist es wirklich schon sehr gut, was der Sensor da veranstaltet. Und auch von der Schärfe her seid ihr hier wirklich gut bedient. Also in der Bildmitte habt ihr wirklich eine sehr gute Schärfe im Bild. Klar, wenn ihr eine Vollformatkamera nehmt und da jetzt ein optisch hochwertiges Objektiv dran macht, dann werdet ihr da wahrscheinlich immer noch einen Tick mehr Schärfe reinbekommen. Ihr seid da aber auch sehr viel teurer, sehr viel größer, sehr viel schwerer. Es macht einfach keinen Sinn, das so direkt zu vergleichen. Wie gesagt, die Schärfe hier ist schon sehr gut. In der Bildmitte besser als außen. Nach außen hin nimmt es schon ein bisschen ab. Also gerade bei Offenblende habt ihr da weichere Ecken oder so. Der äußere Bereich ist einfach ein bisschen weicher.
Das ist aber einfach dem geschuldet, das Objektiv ist halt sehr klein. Das muss da sehr viel korrigieren, denke ich mal, also optisch korrigieren, und dann fällt es halt einfach ein bisschen an die Seite ab. Das ist jetzt meiner Meinung nach auch gar nicht so schlimm, wie es von anderen behauptet wird oder so. Es ist nicht so, dass eure Bilder im Außenbereich völlig unnötig unbrauchbar sind oder so weiter. Das ist da einfach nicht so. Wenn ihr das Ganze abblendet, dann bekommt ihr auch im Außenbereich noch Schärfe. Und wenn ihr hier ein Landschaftsbild macht oder sowas, dann blendet ihr einfach ein bisschen ab, geht auf Blende 4, Blende 5, 6 oder sowas. Und dann habt ihr auch außen eine richtig tolle Schärfe im Bild. Also das ist meiner Meinung nach auch Meckern auf sehr hohem Niveau. Für die Kompaktheit und dem, was die Kamera so bietet, ist es wirklich schon sehr gut. Und was ihr auch beachten müsst, wenn ihr die Schärfe in Bildern bewerten wollt, was für eine Einstellung und was für eine Filmsimulation gewählt wurde. Weil es gibt Einstellungen und Filmsimulationen, die nehmen euch sowieso schon ein bisschen die Schärfe raus aus dem Bild. Und dann bringt es euch auch nichts, wenn das Ding komplett scharf abbildet und euch die Software nachher alles anders hindreht. Also wie gesagt, das ist wirklich meiner Meinung nach Meckern auf schon relativ hohem Niveau. Vor allem, wenn ihr mit Filmsimulationen arbeitet, wird euch das sowieso nicht mehr auffallen. Und wie gesagt, mit RAWs kriegt ihr da schon eine relativ gute Schärfe raus. Klar, es ist eben keine Vollformatkamera mit einem riesen Objektiv vorne dran. Das muss man aber einfach beachten. Und wie gesagt, ich hatte jetzt nie den Drang, dass ich irgendwie mal meine Bilder auf einem 32 Zoll Bildschirm angeguckt habe und gedacht habe, boah, so ein bisschen mehr Schärfe wäre jetzt schon sehr cool gewesen. Also den Fall hatte ich noch nie und ich gehe auch davon aus, den Fall werde ich so nie haben. Meiner Meinung nach ist die Bildqualität der X106 auf einem guten Niveau und völlig ausreichend. Und wie gerade schon angesprochen, die Kamera bietet euch ja diverse Filmsimulationen. Das ist eigentlich in jeder Fuji so, und auch die Kamera bietet euch dann natürlich alles, was Fuji gerade im Programm hat, und das macht wirklich sehr Spaß. Also ihr könnt Out-of-Camera JPEGs schießen. Das ist der Hammer. Also mir gefällt es wirklich sehr gut. Ich nehme trotzdem immer in RAW und JPEG bzw. RAW und Hive, wie auch immer das Format wirklich heißt, auf, eben weil ich mir so ein bisschen das Backup erhalten will, die Bilder dann trotzdem mal im RAW noch zu bearbeiten und da wirklich das letzte Quäntchen Qualität rauszuholen. Nichtsdestotrotz, die Filmsimulationen sind wirklich sehr toll. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, die Filmsimulation später noch im Lightroom drüber zu legen oder eben auch in der Kamera. Wenn ihr im RAW fotografiert, dann könnt ihr die Filmsimulation noch nachträglich, nachdem ihr das Bild geschossen habt, in der Kamera auf das Bild legen und extra abspeichern. Und das ist wirklich eine sehr coole Funktion, weil ihr wisst vielleicht nicht immer bei der Aufnahme direkt, welche Filmsimulation ihr jetzt verwenden wollt. Könnt es dann direkt in der Kamera machen, abspeichern, auf euer Handy ziehen, zack, Bild fertig. Das ist richtig cool und selbst die Leicas können das gerade noch nicht. Und dann kommen wir mal zum Thema Autofokus. Und hier muss ich sagen, die Motiverkennung und das Tracking ist wirklich sehr gut. Da hat sich bei Fuji in den letzten Jahren wirklich sehr viel getan. Es ist noch nicht ganz auf dem Niveau von Sony oder Canon, aber schon sehr viel besser als noch vor 2-3 Jahren. Aber die Kamera hat so ein bisschen das Problem mit dem Objektiv. Und zwar kommt das Objektiv nicht immer hinterher. Das heißt, wenn ihr jemand ganz normal beim Laufen fotografieren wollt oder sowas, dann ist es bei Offenblende auch bei Offenblende kein Problem. Also da kommt das Objektiv locker hinterher. Wenn es jetzt aber ein bisschen sportlicher wird und ihr wirklich sehr viel mehr Bewegung im Bild habt, dann merkt ihr, das Tracking, die Erkennung von der Kamera kommt wirklich tipptopp hinterher, nur das Objektiv nicht. Das zieht dann immer so den Fokus ein bisschen nach, und wenn ihr eine Bildreihenfolge aufnehmt, die Kamera kann ja ein paar Bilder pro Sekunde, das ist also gar nicht mal so schlecht, dann merkt ihr einfach, nicht alle Bilder sind scharf, weil das Objektiv wahrscheinlich vom Motor her nicht ganz so schnell ist. Ein stärkerer Motor hätte da vielleicht ein bisschen was gebracht, dass die einfach schneller nachführen kann. Das ist eben so das Problem, wenn ihr sportliche Sachen machen wollt. Also wenn ein Hund auf euch zurennt oder sowas, dann könnt ihr da schon eher Probleme bekommen. Wie gesagt, die Erkennung an sich ist da wirklich nicht das Problem. Das funktioniert sehr gut. Auch auf Entfernungen und so weiter ist es sehr gut. Nur eben die Nachführung vom Objektiv. Aber ich sag's mal so, es ist keine Sportkamera. Ich nehme die jetzt zwar nächste Woche mal mit zum Basketball und bin da gespannt, was da rauskommt, aber ich erwarte nicht, dass ich damit jeden Shot, den ich mache, hier perfekt scharf habe, weil
Ich weiß, die Kamera ist nicht so gut im Autofokus bzw. bei sportlichem Autofokus und ich erwarte es einfach nicht von so einer kleinen Kompaktkamera, die in meine Hosentasche passt. Es ist aber nicht nur das Objektiv, was da so ein bisschen störend ist, sondern auch ein bisschen die Software, die Fuji da ein bisschen verbessern könnte. Ihr habt da zum Beispiel das Thema Motiverkennung, Augenerkennung oder sowas. Wenn ihr das festlegt, dann schaltet das eine das andere immer aus. Also ihr könnt zum Beispiel nicht eine Augenerkennung festlegen oder eine Motiverkennung auf ein Tier. Da müsst ihr immer komplett umschalten. Also ihr müsst Motiverkennung entweder Tier, Vogel, Auto und so weiter auswählen. Da müsst ihr also auch immer das Genaue festlegen. Ein Vogel ist für die Fuji kein Tier, also da müsst ihr unterscheiden. Aber ihr müsst eben auch unterscheiden zwischen Augenerkennung und Motiverkennung. Das heißt, ihr habt nur eins von beiden. Wenn ihr jetzt eine Augenerkennung haben wollt, müsst ihr das Ganze umstellen. Augenerkennung, gleichzeitig wird Motiverkennung beiseite gelegt. Es lässt sich also kein Motiv erkennen. Das ist so ein bisschen schwierig. Andere Kameras können das schon ein bisschen besser kombinieren. Aber ich sag's mal so, wenn man sich das hier auf die Knöpfe legt und die Drehräder, ihr könnt da ja alles machen, anpassen, wie ihr wollt, dann lässt sich das Ganze so ein bisschen umgehen und trotzdem schnell arbeiten. Es ist halt so, es würde wahrscheinlich auch besser gehen. Das ist jetzt aber schon Meckern auf hohem Niveau, also so ein bisschen Knöpfchen drücken und so weiter auswählen, ist da dann nicht das große Problem. Und wie gesagt, es ist keine Sportkamera, wo man das Ganze mal schnell umschalten müsste, wenn ihr jetzt in der freien Natur seid, eure Freundin fotografieren wollt und dann schnell ein Adler vorbeikommt und ihr den fotografieren wollt. Legt es euch auf Tasten, dann habt ihr da auch einen schnelleren Zugriff drauf. Allgemein müsst ihr beim Autofokus da wirklich auf die Einstellungen achten. Standardmäßig ist der wirklich sehr schlecht eingestellt. Vielleicht ist das auch so ein Grund, dass andere da wirklich Probleme damit haben und sagen, der Autofokus ist wirklich nicht so brauchbar. Es ist nicht so. Es muss nur einfach richtig konfiguriert werden und Fuji hat da meiner Meinung nach einfach ein Problem damit, beziehungsweise ein Problem damit aufgebaut, indem sie die Kamera erstmal sehr, ja, stromsparend konfiguriert hat, dadurch aber auch künstlich den Autofokus deutlich einbremst. Also ihr könnt mit Einstellungen hier wirklich noch sehr viel mehr rausholen. Das Ganze kommt aber in einem anderen Video. Das ist nämlich so umfanglich, das will ich hier nicht noch mit reinpacken, sondern da kommt ein anderes Video, das wird auch zeitnah kommen. Also abonniert den Kanal, dann kriegt ihr das auch mit. Ansonsten kann man, wie gesagt, über den Autofokus nicht groß meckern. Auch in Dunkelheit funktioniert der relativ gut. Also ihr seid da schon auf einem Niveau im Dunkeln, da kann er mit Sony mithalten, mit Canon nicht ganz. Ich habe die Erfahrung gemacht, so eine Canon R3, R6, die fokussiert bei Lowlight nochmal ganz anders. Da kann es fast komplett dunkel sein und die findet noch ihr Motiv oder ihren Fokuspunkt. Das ist bei der Kamera und auch bei den Sonys nicht ganz so. Das heißt, ihr braucht da schon wirklich einen relativ großen Kontrast, dass die im Dunkeln, und wir reden hier aber wirklich von dunklen Situationen, also nicht einen Sonnenuntergang oder sowas. Da ist theoretisch also noch ein bisschen Luft nach oben, aber wie gesagt, es ist völlig ausreichend. Ich hatte jetzt nicht groß die Situation, wo mir der Autofokus groß was versaut hätte, weil er nicht getroffen hat. Ihr müsst es einfach nur so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Beim Fokussieren hört man das Objektiv auch. Also es ist sehr weit weg von leise. Wenn ihr fokussiert, dann ist es zu hören. Das spielt fürs Fotografieren eigentlich nicht mal so die große Rolle, außer ihr seid jetzt in der Oper und da ist gerade sehr leise, aber das lassen wir lieber. Nee, es geht da eher ums Video aufnehmen. Wenn ihr hier oben ein Mikrofon montiert und eben filmt und der Fokus verstellt wird, dann werdet ihr das wahrscheinlich mit größerer Wahrscheinlichkeit auf dem Mikrofon hören. Also das müsst ihr einfach beachten, dass ihr da euren Ton anders einholt, weil das Objektiv eben nicht leise ist. Neu hinzugekommen ist bei der Kamera ja auch die Bildstabilisation. Also der IBIS in der Kamera, der Sensor ist jetzt stabilisiert und das hat schon sehr große Vorteile. Ihr könnt einfach Bilder aufnehmen mit einer sehr viel längeren Belichtungszeit, ohne dass da groß was verwackelt ist. Aber auch im Videobereich bietet euch das da einfach sehr viel mehr Vorteile, weil euer Bild einfach deutlich stabilisierter ist. Das ist also schon ein großer Vorteil. Die Kamera ist dadurch ja auch ein paar Millimeter größer geworden. Meiner Meinung nach aber was richtig Gutes, was der Kamera passieren konnte, und es funktioniert, wie gesagt, sehr gut. Vor allem in Verbindung mit dem 4-Stop-ND-Filter, der in der Kamera verbaut ist. Ihr habt einen 4-Stop-ND-Filter verbaut, den könnt ihr elektronisch zuschalten und dann könnt ihr natürlich auch sehr schöne Langzeitaufnahmen oder sowas aufnehmen.
aus der Hand. Das heißt, ihr könnt mal an einen Bach stehen und den Bach mit einer längeren Verschlusszeit aufnehmen, dann habt ihr da so einen leichten Verlauf drin, aber auch eben beim Filmen bringt euch der ND-Filter was, weil ihr könnt eure Verschlusszeit einfach anpassen und da so ein bisschen die 180 Grad Shutterregel beachten. Das spielt für einige ja eine große Rolle und da spart ihr euch einfach den Filter vorne dran, den ihr dann wieder über diesen Adapter montieren müsstet. Also da hat der ND-Filter schon ein sehr großer Vorteil und ich finde es cool, weil es gibt nicht viele Kameras, die einen internen ND-Filter verbaut haben. Der Filter ist aber wie gesagt auf 4 Stops festgelegt und der lässt sich auch nicht verstellen. Also ihr habt entweder keine Stops oder 4 Stops zur Auswahl, aber wie gesagt, besser als gar nichts. Und dann kommen wir noch so ein bisschen in den Videobereich und auch da bietet euch die Kamera eine richtig gute Qualität. Ihr habt ja den 4K HQ-Modus, da habt ihr also ein downgesampeltes Bild und die Bildqualität ist schon wirklich sehr, sehr gut. Die Kamera bietet euch aber auch noch einen 6K-Modus, 6K mit 30 Bildern. Da ist die Bildqualität dann natürlich noch mal ein Stückchen besser. Sie bietet euch F-Log 2, damit ihr da ein flaches Bildprofil habt, was ihr nachher in der Bildbearbeitung noch ein bisschen anpassen könnt. Da habt ihr dann eine bessere Dynamik drin. Das ist also wirklich schon sehr gut. Ihr könnt aber auch die Filmsimulation über eure Videos legen und habt somit natürlich ein richtig tolles Videobild mit der passenden Filmsimulation. Ihr müsst da nur so ein bisschen beachten, der Sensor ist jetzt nicht der schnellste und ihr habt da schon ein bisschen Rolling Shutter im Bild, wenn ihr hier ein Video aufnehmt und da schwenkt. Das müsst ihr einfach beachten. Was ihr auch beachten müsst, vor allem im 6K-Modus, ist eben die Übertemperaturabschaltung. Ihr habt da in der Software die Möglichkeit, die Übertemperaturabschaltung hochzusetzen. Das würde ich euch auch nahelegen, das zu machen. Und dann habt ihr aber trotzdem irgendwann die Übertemperaturabschaltung. Und gerade bei 6K schlägt die ziemlich schnell ein. Ich glaube, so nach 13 Minuten habe ich das gemessen, wo die Kamera dann wirklich abschaltet. 13 Minuten 6K, das ist natürlich auch eine ordentliche Menge an Daten, aber ihr müsst es einfach beachten. Ihr werdet da keine großen, langen Aufnahmen mitmachen können. Bei 4K HQ sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Da kommt ihr ungefähr auf 35 Minuten, bis die Übertemperaturabschaltung anfängt zu wirken. Die Kamera ist dann auch relativ warm, ist aber nicht so, dass man sie nicht mehr anfassen könnte oder so. Also die Grenze für die Übertemperaturabschaltung ist da schon ziemlich normal eingestellt dann, dass ihr da eben alles anfassen könnt. Da gibt es andere Kameras, die deutlich heißer werden. Und auch wenn die Übertemperaturabschaltung dann angeschlagen hat, die Kamera kühlt durch den Metallbody relativ schnell ab und ihr könnt wieder eure Videos starten. Also das hat eben einen Vorteil von der tollen Verarbeitung mit dem tollen Metallbody, dass die Wärme relativ gut abgegeben wird. Die Kamera bietet euch auch WLAN und Bluetooth, lässt sich da also mit der X-App verbinden. Da könnt ihr dann Firmware-Updates und so weiter durchführen. War ein bisschen witzig, direkt wo ich die Kamera bekommen habe, kam das Firmware-Update 1.01 raus, was die Stabilität zur App verbessern soll. Und es hat sie verbessert, weil am Anfang war die Verbindung nicht ganz so stabil, wie man sich das wünschen würde. Also da wählst du dann ein paar Bilder aus und mittendrin, Verbindung abgebrochen, kannst gerade nochmal neu anfangen. Das hat sich jetzt schon gebessert. Es ist immer noch nicht auf einem Top-Niveau, also es dürfte immer noch ein bisschen besser sein, aber insgesamt funktioniert es schon sehr gut. Wenn ihr die Bilder dann rüber kopiert, dann müsst ihr einfach ein bisschen Zeit mitbringen, weil die Geschwindigkeit ist so ungefähr bei 1 bis 2 Megabyte pro Sekunde. Also wenn ihr da mehrere Bilder auswählt, dann könnt ihr euch da schon mal ein paar Minuten Zeit nehmen, bis da wirklich alles kopiert ist. Ja, und dann kommen wir mal zum Preis. 1.799 € ist ja schon sehr ordentlich. Die hat da nochmal einen deutlichen Sprung von der Version 5 gemacht. Wie sieht es da aus? Ist sie das Geld wert oder ist es vielleicht zu teuer? Es ist schwierig zu sagen, weil die Konkurrenz ist nicht so groß. Ihr bekommt die Version 5 oder eben eine Leica Q3. Die Leica Q3, die liegt irgendwo 4-mal, 3-mal, 3,5-mal so teuer. Ist natürlich auch eine Leica, muss man immer beachten. Ansonsten 1.800 €, ich finde es okay. Klar, ich würde die Kamera auch für 1.500 nehmen oder für 1.800 auch erwarten, dass vielleicht eine Gegenlichtblende oder sowas mit dabei ist. Aber ich kann Fuji da natürlich auch verstehen. Die Kamera verkauft sich ohne Ende, der Vorgänger verkauft sich ohne Ende. Die Gebrauchtpreise sind höher als die Neupreise gewesen. Die wollen auch Geld verdienen und wer kann es ihnen übel nehmen? Natürlich, günstiger wäre immer toller. Es ist nur eben so, ihr müsst aufpassen, wenn ihr die Kamera jetzt haben wollt. Die Gebrauchtpreise für die Kameras liegen jetzt auch schon bei 2.200 €. Da versuchen also schon einige Leute Geld rauszuschlagen. Wenn ihr euch beim Händler auf die Warteliste stellen wollt oder stellen lasst, dann müsst ihr da rechnen, dass ihr die Kamera im ersten Halbjahr von diesem Jahr vielleicht gar nicht mehr bekommt, weil eben die Nachfrage so hoch ist.
Es ist schwierig. Alles in allem bin ich wirklich sehr zufrieden mit der Kamera. Klar, die 35 mm, die passen für mich perfekt. Das ist also wirklich die perfekte Brennweite. 35 mm aufs Kleinbild natürlich gerechnet, bevor sich jemand in den Kommentaren beschwert. Die Blende 2 ist ausreichend, auch für Lowlight und so weiter. Der Autofokus ist wirklich sehr gut. Natürlich, das Objektiv könnte ein Tick schneller sein, aber ich benutze sie nicht als Sportkamera und habe deswegen da natürlich auch keine Probleme. Für mich und meinen Anwendungsfall ist die Kamera wirklich nahezu perfekt. Ich nehme sie einfach mit in die Hosentasche, beziehungsweise in die Jackentasche. In die Hosentasche passt sie nicht ganz. Ich habe sie immer dabei, ich kann schöne Bilder machen, gerade von meiner kleinen Tochter, die jetzt am Aufwachsen ist. Das ist natürlich immer toll, wenn man da auch mal qualitativ hochwertigere Bilder machen kann. Die Qualität ist eben deutlich besser als bei einem Smartphone. Es macht einfach Spaß und dafür ist die Kamera dann wirklich sehr gut. Ob sie euch natürlich 1.800 € wert ist, das müsst ihr für euch entscheiden, weil, ja, es sind eben 1.800 € für eine Kamera mit einem festen Objektiv. Ich würde sie euch empfehlen, wenn ihr drüber nachdenkt, probiert es mal aus. Wenn ihr die Verfügbarkeit jetzt nicht so habt, also euer Händler sagt, ja, kommt nächstes Jahr wieder oder sowas, dann könnt ihr vielleicht drüber nachdenken, die Version 5 zu kaufen. Da ist klar die Auflösung nicht ganz so gut, vielleicht der Autofokus ein bisschen schlechter und so weiter. Aber an sich ist die 5er Version auch nicht so schlecht. Und die bekommt ihr jetzt natürlich schon deutlich günstiger. Also da seid ihr jetzt mit 1.000 €, 1.200 € dabei und der Preis wird sicher auch noch weiter fallen. Es ist natürlich auch einfach so, normal lege ich da nicht so Wert drauf, aber die Kamera sieht halt auch einfach sehr schick aus. Gerade in Silber hat so ein bisschen den Retro-Look und schon einige Leute haben gesagt, was ist denn das für eine Kamera? Die sieht ja voll cool aus, ist das eine alte analoge und so weiter. Also auch optisch macht die Kamera natürlich schon was her. Aber wie gesagt, ich lege normalerweise nicht so Wert drauf, habe sie mir aber trotzdem in Silber bestellt, weil es eben toll ist und das müsst ihr eben für euch festlegen. An für sich bin ich wirklich sehr zufrieden mit der Kamera. Es gibt keine perfekten Kameras, das ist auch keine perfekte Kamera, aber sie macht schon sehr viel richtig gut. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Wie gesagt, es werden noch ein paar kommen. Einmal ein Autofokus-Video, dann noch ein paar Tipps und Tricks zur Kamera und so weiter. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen. Ich versuche euch da dann zu helfen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.